Moin liebe MOBA-Freunde, im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ich Straßenbau betreibe. Das Ergebnis könnt ihr hier sehen. Da ich das in einzelnen Schritten vorstellen werde, werde ich das Video in einzelne Kapitel unterteilen, sodass ihr auch mal an bestimmte Stellen springen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Moin liebe MOBA-Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hammerburg, die Schrankbahn wird erwachsen. Für den heutigen Straßenbau verwende ich folgende Materialien. Auf die gehe ich aber auch später nochmal ein. Zunächst einmal benutze ich von Juvela die Bordsteinkanten, die Gehwegplatten und natürlich auch die Straßenplätze. Dazu brauchen wir noch eine Pinzette, kleine Rührstäbchen, die gibt es bei McDonald's glaube ich auch, und einen Holzladen. Das sind die bisherigen Straßen. Hier ist schon mal vorab, wie das aussehen kann mit dem Rinnstein, den Bordsteinen und den Gehwegplatten. Aber das werden wir gleich zusammen weiterbauen. Hier sehen wir einmal auf der rechten Seite einen Bordstein und links eine Gehwegplatte. Von der Höhe her sind sie unterschiedlich, sie können aber mit einem Rührstab auf eine Höhe gebracht werden. Ganz wichtig, die Vorderseite ist immer leicht abgeschrägt, die muss auch nach vorne zeigen. In dieser Einstellung kann man das nochmal sehr gut sehen. Ich habe noch nicht gerade darauf geachtet, dass alle Gehwegplatten schön gerade liegen. Das tun sie in der Realität hier auch nicht.
Für die Herstellung der Rinnsteine verwende ich das Altstadt Kopfsteinpflaster von Juvela mit der Artikelnummer 28274. Die Matten lassen sich sehr leicht mit einem Cuttermesser schneiden. Für den Rinnstein schneide ich immer 2 Reihen ab. Die vorgeschnittenen Rinnsteine werden nun vor den Bordsteinen angebracht. Dazu benutze ich ganz normalen Holzleim. Alle meine Gebäude werden in kleinen Modulen bzw. Dioramen angefertigt. Sie bekommen eine Grundplatte und eine gehwig darstellende Platte als Untergrund. Diese ist ungefähr 2 mm dick.
Die Module können jederzeit von der Anlage genommen werden, um zum Beispiel im Bastelzimmer weiter daran zu arbeiten. Anschließend können sie problemlos wieder auf der Anlage eingesetzt werden. Wie das geht, seht ihr hier. Ja, ihr habt's gesehen. Alle Gebäude sind abgeräumt. Das geht wirklich in Windeseile. Alle meine Straßen sind zwischen 7 und 8 cm breit und das ohne Rinnstein. Um das Magnetband für das Car-System optimal verlegen zu können, habe ich mir eine Schablone gebaut. Bevor nun der Straßenasphalt aus Spachtelmasse angelegt werden kann, müssen noch die Rinnsteine, Bordsteine und Gehwegplatten abgeklebt werden. Nun starte ich mit dem Straßenasphalt. Der Malerspachtel wird zu einer sämigen Masse zusammengerührt und ein paar Minuten stehen gelassen. Die Masse trage ich nun mit einem Spachtel auf die Holzplatte auf und verteile sie gleichmäßig. Um die Masse schön glatt verteilen zu können, benutze ich auch breitere Spachtel. Wenn die Masse getrocknet ist, lässt sich mit einem Spachtel der Straßenbelag schon mal glätten.
geht es an die Farbgestaltung des Fahrbahnbelages. Die Farben A, B und C sind die Originalfarben der MOBA-Hersteller. Da mir diese allerdings zu hell bzw. zu dunkel waren, habe ich zwei Testfarben zusammengemischt. Einmal B plus C im Verhältnis 1:2 und einmal B plus C im Verhältnis 1:1. In der Familie haben wir uns dann dazu entschieden, B plus C im Verhältnis 1:1 zu verwenden. Da ich die großen Flächen mit einem Farbroller auftragen werde, werde ich die Ränder zu den Rinnsteinen erstmal mit einem Pinsel vormalen. Die Gullydeckel von Faller habe ich mit Vallejo-Farben etwas aufgehübscht. Ja, und dann habe ich ein paar Testfahrten gemacht, um auch zu schauen, wo man die Gullydeckel am besten platzieren kann. Nicht, dass ich nachher mit dem Schleifer direkt auf einen Gullydeckel komme oder durch Räder das Fahrzeug dann anschließend wackelt. Deshalb habe ich die Gullydeckel möglichst so platziert, dass sie nicht in die Nähe eines Fahrzeugs kommen. Da die Gullydeckel ganz leicht auftragen, also wirklich nur ein Hauch eines Millimeters sind, aber trotzdem im Asphalt sichtbar sind, wenn sie nur oben drauf liegen, habe ich hier einmal versucht, mit einer Fräse sie im Asphalt zu versenken. Das gestaltet sich allerdings sehr schwierig, deshalb habe ich das nur bei einem Gullydeckel gemacht. Aus der Farbmischung B plus C in 1:1 habe ich noch eine ganz dünne Lasur angelegt und sie etwas mit grauer Farbe noch aufgehellt und damit sozusagen den Asphalt nochmal lasiert und anschließend mit einem Zewa abgetupft. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Touch von dreckig sein und nicht dieses ganz glatte Grau.
So, nachdem jetzt die Straßen einigermaßen fertig einkoloriert wurden, geht es nun weiter mit der Straßenmarkierung. Dazu nutze ich persönlich jetzt von Faller die Straßenmarkierung. Ich habe hier sogar noch eine von, oh ne, ist auch eine von Faller. Ja, um jetzt herauszufinden, wo das Magnetband entsprechend liegt in der Straße, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen einen solchen Magneten nehmen, muss man natürlich auch richtig ausrichten. Kann man sehr schön sehen, dass der dem Magnetband folgt. Allerdings ist das recht ungenau und ich habe auch keine Seitenbegrenzung, deshalb habe ich mir aus einem Rest von diesem Magnetband und einem kleinen Stück Pappe sowas gebastelt. So hat man auch gleich dieses Stück Pappe, das ist genau 4 Zentimeter, allerdings leicht versetzt. Hier sind 2,2 und da 1,8 Zentimeter. Das habe ich absichtlich gemacht, sage ich gleich noch was zu. Aber man kann das dann sehr schön über die Straße schieben. Und das Band, wie ihr seht, folgt auch dem Magnetband in der Straße. So weiß ich genau, wie das Magnetband verläuft und wie ich dann die Straßenmarkierung ungefähr zu setzen habe. Hier auch noch die Abbiegerspur, kann man dann auch sehr schön sehen. Die muss man da ein bisschen nachhelfen, aber so ungefähr findet man sich da wieder. Auch hier mit dem Abbieger, das geht ja auch da nochmal auf diese Spur. So kann man dann ungefähr sehen, wo man entsprechende Straßenmarkierungen setzen muss. Ich habe jetzt mal meine Schablone hier auf die Straße gelegt. Und wenn man jetzt den LKW, also das größere Fahrzeug, mal einfach in die Mitte stellt, dann sieht man, dass hier bei dem kürzeren Teil mit 1,8 cm trotzdem noch genügend Platz ist an der Seite. Und hier bei den 2,2 cm natürlich auch entsprechend mehr Platz. Also ich richte dann diese Schablone danach aus, wie breit die Straße ist und wie es jetzt auch gerade passt mit Abbiegerspur, geradeaus und so weiter. Muss man einfach mal ausprobieren und schauen und vielleicht gegebenenfalls das Fahrzeug nochmal draufsetzen. Aber in der Regel passt das. Bei geraden Straßen, wie da hinten zum Beispiel, setze ich natürlich den Mittelstreifen mittig, zeichne das mit einem Punkt vom Bleistift an, um dann halt die Mittelstreifen aufzubringen. Fangen wir mal mit der längeren Straße an. Setze ich mal einfach einen kleinen Punkt, um die Mitte anzuzeichnen. Ja, das war zu wenig. Man muss es auch sehen können. So. Das weiter hinten auch nochmal. Müssen wir jetzt mal herausfinden, welchem Abstand man die Streifen setzt. Messe ich mir jetzt gleich mal aus, wie lang ein so ein Mittelstreifen ist. Das ist jetzt so ein bisschen unpraktisch. Ich ziehe mal die Folie ab. (18 Millimeter) würde ich sagen, mache ich jetzt alle 2 Zentimeter einen Punkt. Besser gesagt alle 4 Zentimeter. Weil hier würde dann bei 4 der nächste Strich kommen. Das heißt, ich setze den ersten hier an, den zweiten bei 4 Zentimeter,
dritten bei 8 cm und so weiter. Für die Straßenmarkierung an den Kreuzungen kommt mein Magnetschlitten zum Einsatz. Zum Abschluss der Arbeiten kommen jetzt noch ein paar Testfahrten und ein Überflug einmal über die fertigen Straßen. Diese werden allerdings später nochmal gealtert mit Pulverfarben und dergleichen. Das werde ich aber in einem späteren Video dann nochmal zeigen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Abo da und ein Like für das Video. Und wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Schritten von dem Anlagenbau oder für den Straßenbau besser gesagt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten seht ihr hier nochmal ganz kurz das Ergebnis. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.